gibt es Schweinenackenaufstrich. Ganz entspannt in Monsieur Cuisine. Der Nacken ist schon top vorgegart und geräuchert. Also quasi direkt servierbereit. Schmeckt mega, bleibt dran und jetzt geht's los. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Gurken, eine gewürfelte Zwiebel, Salz, Pfeffer und ein französischer Senf. Ich habe jetzt bevorzugt einen ganz milden Montade Fine de Dijon, also ein Dijon-Senf, ein Kasseler Nackenstück, das bekommt ihr auch im Discounter. Das sind jetzt insgesamt 600 Gramm, den tue ich dann jetzt mal teile auf 300 Gramm. Das sollten dann 300 Gramm sein. So, dann geht's mal schon los. Tun jetzt die Zwiebel und die Gurken, tun wir schon mal in den Topf. Die habe ich schon gleich ein bisschen angewürfelt. So, das ist ungefähr eine Zwiebel. Dürften 35 Gramm sein. Kleiner Spritzer Olivenöl. Tue ich oben den Rand mit einreibe. Dann lässt sich das besser schließen. So, Deckelchen kann man abmachen. Dann gehen wir mal auf Programme. Manuelles Kochen. Wir kochen aber nicht. Zeit 5 Sekunden. Stufe 5. So, und Start. Das war's schon. Das geben wir jetzt alles in die Monsieur Cuisine. Wie ihr seht, 300 Gramm, das ist so reichlich. Von dem Stück könnt ihr zweimal machen. So, das geben wir jetzt hier rein. Machen wir das zu, gehen wieder auf 10 Sekunden und auf Stufe 5 zerkleinern. Und Start. So, das schieben wir jetzt ein bisschen runter wieder. Das riecht ja wirklich sehr, sehr lecker. Das riecht wie so ein frischer Wurstsalat. Lecker, lecker, Leute. So, dann machen wir unser Pfeffer dazu. Und dann kommt unser Senf dazu. Da mache ich mal so 2 Teelöffel rein. Das schmeckt lecker. Dreimal den Löffel abgeleckt. Können da noch ein bisschen Säure reinmachen. Ich benutze jetzt selbstgemachter Balsamico-Essig. Da mache ich aber nur so ein bisschen was rein, wegen der Säure. Und was ich noch benutze, ich mache ein klein bisschen Olivenöl rein. Das ist Cucina, das ist geschmacksneutral. Wer möchte, der kann jetzt auch noch Frischkäse dazu machen. Dann mache ich wirklich auch noch ein bisschen Frischkäse rein. So. Wieder auf dieselbe Stufe. Machen wir jetzt nochmal 5 Sekunden. Da gehen wir auf Stufe 5 nochmal. So, Start. So, jetzt sollte das in Ordnung sein. Also ich habe das jetzt mal probiert. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Salz dazu machen. Wir können das nochmal durchlaufen lassen. Könnt ihr mal auf Linkslauf gehen. Das ist da unten auf der linken Seite Linkslauf. Lassen wir das mal kurz laufen. Also dass du das jetzt dann nur vermischst auf dem Linkslauf. Gehen wir nochmal 5 Sekunden auf Stufe 5. Start. Zack, fertig. So, jetzt haben wir wirklich eine ganz tolle Konsistenz. Jetzt probieren wir das auch mal, ob es jetzt vom Salz her gut ist. Ja, würde mal sagen, das ist okay. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Petersilie. Tun wir das noch ein bisschen garnieren und dann habt ihr hier schon euer Schweinenackenaufstrich. Da wir ja jetzt am Sonntag schon wieder ein Brot gebacken haben, schaut es euch an. Das war am Sonntag, heute ist schon Dienstag, das ist noch total frisch. Ja, das hat viele Körner, da sind Leinsamen drin, Kürbiskörner und so weiter. Da
nehme ich mir mal eine Scheibe und machen wir das mal drauf. Also Leute, haut rein, gebt mir ein Abo, teilt es, wo ihr teilen könnt. WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter. Und wenn ihr mal ein Brotvideo möchtet, dann kann ich euch auch hier mal zeigen, wie man ganz leckere Brote macht. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.